Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. einer neuen Serie, und wie ihr hier an den 3 Uhren erkennen könnt, geht es mal wieder um Smartwatches, aber nicht um die Samsung Galaxy Watch 4, auch nicht um die Watch 5 Pro und auch nicht um die Watch 6 Classic, sondern ihr ahnt es schon, wir gucken uns die Samsung Galaxy Watch 7 an, starten mit der kleinen Serie zur Samsung Galaxy Watch 7 und gucken uns die verschiedenen Aspekte einmal an. Deswegen auch hier schon die Bitte, wenn ihr Interesse habt an bestimmten Themen, dann sagt mir in den Kommentaren, was die Themen sind. Dann versuchen wir die in der Serie auch aufzugreifen. Ich mache ansonsten das, was ich glaube, was für euch am interessantesten ist. Freue mich aber natürlich über euren Input. Viel Spaß mit dem Video. Gut, legen wir los und gucken uns einmal kurz nur die Verpackung an, denn viel steht natürlich nicht drauf. Ihr seht hier, wir haben uns für die silberne Variante entschieden. Es gibt ansonsten bei der 44 mm Variante nur noch grün. Also von daher war mir Silber da näher als grün. Ansonsten logischerweise gucken wir uns die Watch 7 an. Es gibt diesmal keinen Zusatz, kein Pro, kein Classic. Es gibt natürlich noch die Ultra. Das ist aber aus meiner Sicht eine andere Uhr sozusagen. Hat mit der Watch 7 an sich in dem Sinne jetzt erstmal nichts zu tun. Wir gucken uns die 44 mm Version an, gibt es natürlich auch noch in 40 mm, dann zusätzlich noch in der Farbe Creme oder beziehungsweise ergänzend in der Farbe Creme. Auf der Rückseite an Informationen hier nur noch mal die Farbe und die Typbezeichnung. Das ist jetzt, glaube ich, für uns vielleicht weniger interessant. Hier im oberen Bereich sehen wir aber noch ein paar Details, und zwar habe ich mich wieder für die Bluetooth-Variante entschieden, also nicht für die LTE-Variante, kostet mir einfach zu viel Akku und ich brauche es halt nicht. Dafür haben wir aber natürlich GPS und Wi-Fi mit an Bord, das dürfte, denke ich, klar sein. Ihr braucht ein Android-Smartphone, mindestens in der Version 11 mit 1,5 GB freiem Speicher. Ein Samsung-Smartphone ist natürlich immer präferiert sozusagen, weil ihr dann alle Features nutzen könnt, und hier unten steht es auch nochmal. Gerade die Gesundheitsfunktionen hängen davon ab, wo ihr die Uhr gekauft habt, also für welches Land sie bestimmt ist. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und natürlich auch, welches Gerät ihr benutzt. Also ein Samsung Galaxy Smartphone ist halt, wie gesagt, das, womit dann alle Funktionen abrufbar sind. Gut, dann würde ich sagen, wir packen einmal aus und gucken an, was Samsung so mit reingepackt hat. Hier einmal die Rückseite und die 2 Siegel, die entfernen wir und gucken dann, was hier alles mit drin ist. Und wir sehen, dass wir 2 Kartons haben. In dem Deckel ist nichts mehr drin. Dann haben wir hier einmal den Zubehörkarton und natürlich die eigentliche Uhr. Eigentliche Uhr gucken wir uns gleich im Detail an. Das lassen wir jetzt mal so ein bisschen hinten dran. Ja, sieht erstmal aus wie eine gewöhnliche Samsung Galaxy Watch. Gibt es natürlich nachher im Detail tatsächlich ein paar Feinheiten, die sich auch zu den bisherigen Versionen unterscheiden. Da kommen wir im Laufe der Serie dann logischerweise noch drauf. Ansonsten haben wir hier Garantiekarten oder beziehungsweise ja Nachweise für die Garantie, ein Quick Start Guide, der auch auf Deutsch verfügbar ist. Braucht ihr aber nicht, wenn ihr diese Serie guckt. Macht ihr ja alles mit, von der Einrichtung über Setup und so weiter und so fort. Bleibt einfach dran, dann braucht ihr diese Kurzanleitung auf jeden Fall gar nicht erst öffnen. Gut, hier haben wir dann noch den Ladepuck oder das Ladepad, wie auch immer man das nennen möchte. Und da gibt es tatsächlich schon einen Unterschied, der mich, ich weiß es jetzt schon, stören wird im Vergleich zu den Vorgängern. Wir kommen später nochmal drauf, aber dieser Puck unterscheidet sich zu den bisherigen Pucks, also sprich der Generation 4, 5 und 6. Da komme ich nachher nochmal drauf, was da der konkrete Unterschied ist und weswegen mich persönlich das stört. Das werdet ihr im Laufe der Serie dann auch noch erfahren. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns aber mal die Uhr im Detail an. Ja, wie vorhin schon gesagt, die 44 mm Version gibt es sowohl in Silber als auch Grün. Mir hat jetzt einfach Silber besser gefallen. Wir haben keine Lünette mehr, es gibt auch keine Version mehr mit Lünette. Die Samsung Galaxy Watch 6 Classic ist aber weiterhin verfügbar. Wir haben ein 1,5 Zoll Display mit 480 x 480 Pixeln. Das ist ein OLED-Display und wird geschützt durch Saphirglas, also das, was wir auch bisher schon kannten. An den Seiten ist Titan jetzt nicht mehr das, woraus es gemacht ist, sondern wir haben jetzt Aluminium als Werkstoff. Insgesamt aber wirklich sehr gut verarbeitet. Hier auch die Buttons sind sauber ausgefräst. Das ist alles wirklich absolut hochwertig, die 2 Schalter. Auf der Rückseite dann der neue, auch das ein Unterschied zu den bisherigen Generationen, Bioactive-Sensor, der jetzt noch viel genauer messen soll als in der Vergangenheit. Ob das auch so ist, werden wir dann sehen. Sorgt aber dafür, und das ist tatsächlich der Unterschied, den wir auch schon beim Ladepuck gesehen haben, dass die Rückseite, und ich nehme mal hier die Samsung Galaxy Watch 4 zum Vergleich, deutlich
stärker gewölbt ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist relativ flach mit einer leichten Wölbung. Hier ist schon eine etwas kräftigere Wölbung. Das führt dazu, dass der alte Ladepuck nicht mehr funktioniert. Gerade ich, der ich quasi jetzt insgesamt 4 Smartwatches habe, der wird damit ein Problem kriegen. Und auch jeder, der sein Telefon genutzt hat, um die Uhr mal aufzuladen, wird auch ein Problem kriegen, weil das funktioniert nicht mehr. Und da muss ich sagen, das ist wirklich sehr, sehr schade, auch wenn das vielleicht jetzt ein individuelles Problem meinerseits ist, aber ich finde es wirklich sehr, sehr schade. Gut, gucken wir noch mal zum Armband. Klassisches 20 mm Armband, da hat sich nichts getan im Vergleich zu den Vorgängern. Hier mit dem Schnellöffnen bzw. Schnellschließverschluss, aber ihr könnt damit natürlich weiterhin jedes 20 mm Armband verwenden, welches, und darauf weise ich ja immer ganz gerne hin, diese kleinen Öhrchen hat, denn ansonsten sieht das aus meiner Sicht zumindest ein bisschen doof aus, weil diese Ohren decken natürlich dann das Ganze bis zum Rand der Uhr ab. Ja, also insgesamt, wie ich habe es schon gesagt, die Qualität ist wirklich richtig, richtig gut. Da gibt es nichts zu meckern. Das Einzige, was mir jetzt auf den ersten Blick aufgefallen ist, Knöpfe sind top, Knöpfe, überhaupt Druckpunkte, alles gut, auch das Armband gut verarbeitet. Aber was mir aufgefallen ist, und ich weiß gar nicht, das war bei den alten Versionen nicht so, dass diese Kante, die hier zwischen Display und Gehäuse ist, die ist etwas, ja, ich sag mal größer, und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennt, diese kleine Nut da, oder nee, ist keine Nut, wie nennt man das, ein kleiner Abstand, der ist größer als bei den Vorgängern und vor allen Dingen auch ein bisschen ausgeprägter. Also wenn ihr da drüber streicht, ist das hier so halbwegs in einer Linie. Hier ist es schon ein bisschen größer, sage ich jetzt mal. Ist mir nur aufgefallen, direkt als ich sie benutzt habe, einfach weil ich halt alle anderen Versionen ja auch parallel benutze, deswegen ist mir das dann direkt nochmal aufgefallen. Ob mir jetzt am Armband dieses orange und blaue Farbelement gefällt, ich weiß es nicht. Ich denke, das Armband werde ich mit relativ großer Wahrscheinlichkeit tauschen, aber ist halt nochmal ein Farbakzent, der mit reinkommt. Gut, was haben wir ansonsten mit drin? Wir haben Exynos W1000 mit an Bord. Das ist ja quasi eine Verbesserung zum Vorgänger und soll auch für mehr Akkulaufzeit sorgen. Apropos Akkulaufzeit, da hat sich nichts getan. Wir haben 425 mAh in der großen Uhr und wir haben 300 mAh in der 40 mm Variante, falls ihr euch für die entscheiden solltet. Insgesamt gibt es 2 GB RAM und doppelt so viel oder beziehungsweise jetzt 32 GB ROM. Das ist ja etwas mehr als in der Vergangenheit, sodass ihr mehr Daten auf der Uhr ablegen könnt. Apropos Daten auf der Uhr ablegen, wir sind jetzt hier schon bei Wear OS 5 angekommen oder One UI Watch 6. Das ist immer etwas misleading aus meiner Sicht, aber es ist die erste Uhr, die jetzt Wear OS 5 unterstützt. Von daher gucken wir mal, was das auch noch mit sich bringt. Ja, das war's mit dem ersten Teil der Serie. Es kommen noch jede Menge weitere. Klickt gerne auf Abonnieren, falls ihr daran interessiert seid. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.